Das Auto hinter mir ist nicht mal ein Jahr alt und durfte schon über 1000 € investieren, um diese Kratzer zu beseitigen. Wie das dazu gekommen ist und vor allem wie du es vermeiden kannst, erfährst du in diesem Video. Klar, es ist wirklich bequem, einfach ins Portal reinfahren, 5 Minuten später ist das Auto sauber und man könnte glücklich sein. Und was die Waschstraße in einem Jahr und nicht mal 10.000 Kilometer Fahrleistung aus so einem Auto machen kann, siehst du hier. Und dass echt viel Aufwand nötig war, um wieder zu diesem Ergebnis zu kommen. Und vor allen Dingen, wie wir das hinbekommen haben, erfährst du jetzt in diesem Video. Das Fahrzeug für die nächsten Tage bei uns ist der John Rocks Cooper S hinter mir. Das Fahrzeug ist, glaube ich, 1 bis 2 Jahre alt, hat bis letzt nur die Waschstraße gesehen, soll einmal wieder auf Vordermann gebracht werden, eine Keramik bekommen und danach schonender und werterhaltender gepflegt werden. Deswegen, wir starten mal mit der Fahrzeugwäsche, gucken uns dann den Lackzustand an, mal sehen, was am Ende an Polierarbeit zu leisten ist. Dann geht es ans Polieren und am Ende kommt die Keramik drauf. Das war die schnellste Wäsche Deutschlands. Wenn ihr sehen wollt, wie wir im Detail vorgehen, verlinken wir euch unser Video mit der Autolackaffen-Waschmethode. Zugegebenermaßen war der jetzt nicht extrem dreckig. Und Marcel, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den Lack an und überlegen uns, was wir vielleicht machen können. Geplant ist eine 2-Stufen-Politur, wobei ein paar Tiefe habe ich hier auch schon drin. Allgemein recht schlechter Lackzustand. Ja. Keine Katastrophe, oder? Aber komplett zerkratzt, Unidach. Viel Waschstraße. Viel äußere Witterungseinflüsse wie Vogelkot oder Baumharz. Ziemlich zerschlissen. Da müssen wir bestimmt 2-, 3-stufig fahren. Also Leute, wirklich mein Appell, wenn ihr nicht die Autopfleger seid oder sagt, komm, ich will zwar einen glänzenden Lack haben, aber ich habe da jetzt keinen Bock, 2 Stunden mein Auto zu waschen, guckt, dass ihr ein Fahrzeug kauft, was möglichst wenig schwarze und vor allen Dingen nicht unischwarze Flächen hat. Das heißt, Flächen ohne Metallicpartikel bezeichnen wir in der Aufbereitung als Unilack. Gibt es Unirot, Uniblau, Unischwarz. Und Unischwarz ist aufgrund der fehlenden Partikel einfach die Oberfläche, an dem du die meisten Kratzer siehst, weil bei Metallicpartikeln sich das Sonnenlicht in den Metallicpartikeln bricht. Die haben wir bei Unilack nicht. Das heißt, das Einzige, wo drin sich Licht brechen kann, sind Kratzer. Und damit sehen wir die natürlich äußerst schön oder auch unschön. Deswegen für alle, die sagen, boah, ich will es unkompliziert haben, Graumetallic ist eure Wahl. Das heißt für uns erstmal Lackschichtig gemessen. Bei neueren Mini- und BMW-Modellen ist bekannt, dass sich die Füllerschicht gespart wird, beziehungsweise das mit der Grundierung gemischt wird. Das heißt, ich erwarte Lackschichtigen zwischen 80 und 100 μ. Wie gesagt, diese 20, 30 μ weniger als bei anderen Herstellern ist bei BMW Mini normal. Das machen die sich einfach Material und damit Geld zu sparen. Deswegen trotzdem lackschichtig gemessen, um zu gucken, ob das, was wir am Polierprogramm vorhaben, überhaupt möglich ist. Dann machen wir einen Testspot, probieren aus, was geht. Mini ist tendenziell eher weich. Ich hoffe, das ist hier auch so. Das würde auf jeden Fall uns viel Mühe und viel Zeit ersparen. Und eine Sache vielleicht noch vorweg. Das Auto sieht auf den ersten Blick ohne direkte Lichteinstrahlung aus wie ein Neuwagen. Man könnte sich denken, hey, warum poliert ihr denn? Die Kiste glänzt doch wie Hölle. Aber unterm Licht habt ihr gerade gesehen, was da eigentlich auf dem Lack los ist. Also lasst euch nicht von indirektem Licht täuschen. Da sieht ein Auto schnell tipptopp gepflegt aus. Wenn man mal eine Lichtquelle drauf leuchtet oder drauf hält, sieht man das echte Ergebnis oder den echten Lackzustand. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nach der Aufbereitung wird der noch mehr glänzen, als er jetzt schon glänzt. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall. Lackschichtenmessgerät, Polierprogramm vorbereiten und dann machen wir den Testspot. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, warum hat er so viele Messgeräte jetzt hier dran? In dem Fall gut, dass wir so viele haben, denn wir sind jetzt hier beim 3. Messgerät und haben 3 verschiedene Messwerte. Aufgefallen ist es, weil wir beim ersten, also wir haben die Messgeräte vom ersten Gerät für bare Münze erstmal genommen und dann wollte ich mit dem Lack-Ultraschall mal gucken, wie viel Klarlack noch oben drauf ist. Und das Lack-Ultraschall hat mir aber Werte von um die 100 μ angezeigt, während das erste bei 140 bis 160 μ war. Jetzt haben wir das dritte geholt. Das tendiert eher zum ersten Gerät. Jetzt können mehrere Dinge der Fall sein. Entweder mein Lack-Ultraschall ist falsch kalibriert oder der Nullpunkt ist falsch gesetzt, deswegen werde ich das als erstes machen. Nochmal die Sonde hier vorne einmal sauber machen und den Nullpunkt neu setzen, weil die Kalibrierung erfolgt bei dem Gerät durch den Hersteller regelmäßig. Da sind wir quasi noch im gültigen Intervall, das heißt, wenn jetzt hier ein Fehler wäre, wäre das ein Gerätefehler. Aber ich setze jetzt den Nullpunkt einmal neu und messe nochmal. Ich gehe davon aus, dass sich jetzt hier nicht viel ändert und habe da noch eine andere Erklärung. Ja.
Zeigt immer noch Werte um die 107 an. Was ich jetzt machen kann, ich kann mir mal die Kurven hier drin angucken, denn ist ja ein Lack-Ultraschall. Das stellt mir über diese Kurven, die er hier anzeigt, die verschiedenen Lack- und Dichtenunterschiede dar. Und wenn ich jetzt hier mal so meinen Cursor nehme und ein bisschen verschiebe, dann sehe ich, der erste Lackdichtenunterschied kommt bei 60 μ. Das ist eine realistische Dicke für einen Klarlack, also könnte es stimmen. Der zweite massive Unterschied kommt hier bei um die 107 μ. Da hat er auch mir mit dem roten Pfeil markiert, dass er glaubt, hier ist der Untergrund. Muss aber nicht sein. Vielleicht hat er einfach nur einen großen Dichtenunterschied, weil es ein Perlmuttlack ist, ein Sonderlack zwischen Klarlack und Basislack. Wir gucken mal weiter und kommen hier hinten beim nächsten Ausschlag auf 140 μ. Das entspricht dann schon eher dem Gesamtmesswert von den anderen beiden Geräten. Auch hier wieder schön, so ein 3.500 € Gerät zu haben. Wenn man nur auf Werte guckt, kann man damit nichts anfangen. Ich habe mir jetzt die Kurven angeguckt und interpretiert und so, wie ich das jetzt interpretiert habe, macht das auch Sinn. Und was jetzt relevant für mich ist, gar nicht die 104, die er mir anzeigt, sondern relevant sind die 60 μ Klarlack, die er mir jetzt anzeigt. Ist ein kleiner Trick, den ich schon öfter mal gezeigt habe. Alleine nützt er nichts, im Verhältnis schon. Dazu sage ich gleich was. Die Überlegung ist ganz einfach. Autohersteller, wie wir gelernt haben, versuchen jeden Cent zu sparen, den sie können. Das heißt, Bereiche, die keinen oder wenig Kontakt mit Umwelteinflüssen, vor allen Dingen UV, also Sonne haben, werden mit etwas weniger Klarlack oder mit deutlich weniger Klarlack lackiert, um eben Material zu sparen. Je nach Hersteller sind die Einstiegsbereiche, die tatsächlich nochmal Sonnenkontakt kriegen, wenn die Tür aufgeht, häufig gar nicht dünner lackiert. Das muss man immer mal überprüfen. 91. Also selbst hier ist schon ein bisschen dünner, aber da ist tendenziell noch mehr Klarlack drauf als an der Unterkante, wo eigentlich nie die Sonne rankommt. Das heißt, wir messen mal die Unterkante, 74 μ. Wenn wir das jetzt mit 74, 75, kann er noch mal ein paar mehr Werte, dass wir irgendwie so einen Durchschnittswert haben. 70, 65, 75, also sagen wir mal rund 70 μ. Wenn wir das jetzt ins Verhältnis mit dem Lack außen setzen, wo wir teilweise 130, 140 μ haben und von 70 μ ausgehen, dann haben wir eine Klarlackdicke von 70 zu 130 von 60 μ. Da findet sich wieder das Thema in meinem Lack-Ultraschallgerät wieder. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt, den man hier unten auch ganz gut abgleichen kann. Alleine für sich genommen bringt euch das gar nichts. Ihr müsst immer das ganze Auto messen, da ein bisschen ein paar Überlegungen anstellen, was macht hier Sinn, was könnte hier logisch sein, verschiedene Bauteile miteinander ins Verhältnis setzen, auch um herauszufinden, ob nachlackiert ist oder der Lack sehr dünn ist. Und dann einfach mal bei Werkslackierungen die Türunterkante messen. Hat ein Lackierer die ganze Tür auch schon mal innen lackiert, bringt es gar nichts mehr. Aber beim Werk ist es meistens so wie auch hier, dass wir eine Differenz haben und können uns mit der Differenz ableiten, wie viel Klarlack außen drauf ist, mit einem Sicherheitspuffer, weil ja trotzdem Klarlack drauf ist, auch wenn er sehr dünn ist. Funktioniert eigentlich in 80% der Fälle sehr gut, deswegen kleiner Tipp für Sparfüchse, die keine 3.500 € für ein Lack-Ultraschallgerät ausgeben wollen. Also gute Nachrichten für uns und den Autobesitzer, wir haben sehr viel Futter, wir können wirklich Gas geben, aber auch hier bitte, natürlich gilt immer Lackerhalt an oberster Stelle, das heißt, wir nehmen natürlich nur Klarlack weg, wo es sein muss, um Kratzer und Ergebnis sinnvoll zu erzielen, Kratzer zu entfernen, Ergebnis zu erzielen. Da, wo es keinen Sinn macht, irgendeine Unterkante vom Schweller oder weil das Auto durch die Waschstraße fährt, lassen wir so viel Klarlack, wie es geht, da. Das heißt, wir gehen nicht Schwester Rabiata-mäßig mit Fell- und Cuttingpaste und allem, was wir haben, voll drauf, sondern probieren soft, wie wir ans Ergebnis kommen. Und genau dafür gibt es den Testbot. Ja, Marcelli, hast du gut gemacht. Ein paar Tiefe sind tatsächlich noch drin. Da müssen wir mal gucken, wie sich es ums Auto zieht. Aber krasse Verbesserung. Einstufig, ohne Finish. Ohne Finish. Ohne Fell. Also tatsächlich relativ weißer Lack. Weicher Lack, nicht weißer Lack. Also macht den bitte nicht weiß. Ja, weicher Lack. Ich würde sagen, das Vorgehen steht soweit. Und dann schauen wir noch mal, wie es aussieht, wenn die Haube fertig ist. Ob wir dann vielleicht einzelne Kratzer noch mal nachbearbeiten. Aber sonst... Irgendwas aufgefallen beim Polieren? Nö, soweit nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier oben die tiefen Kratzer halt in der Kombi rausgehen, aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Top, dann würde ich sagen, wir nehmen euch mal mit über unsere Schulter sozusagen, wie es weitergeht.
Marcel hat sich alle Mühe gegeben bei dem Auto, ist auch wirklich mega geworden. Gerade das schwarze Dach, da hatten wir ja wirklich ein bisschen Bauchschmerzen. Hier und da ist noch der eine oder andere tiefe Kratzer wirklich drin. Aber auf Teufel komm raus, sollte man nicht polieren, wenn das Gesamtbild passt, ist das vollkommen in Ordnung. Und man darf nie vergessen, das Licht, was wir hier drin benutzen, entspricht nicht der natürlichen Umgebung dieses Autos, also draußen bei Sonnenlicht. Da wird das Auto perfekt aussehen, besser als ein Neuwagen. Und wie gesagt, gerade die Uniflächen waren eine große Herausforderung, aber muss ich sagen, hat Marcel wirklich hervorragend gelöst. Die Pflicht ist jetzt getan. Das, was Glanz und Ergebnis ausmacht, das Polieren ist abgeschlossen. Jetzt kommen noch die letzten Steps, um die Kirsche auf die Sahne zu setzen, nämlich die Versiegelung. Es ist einmal natürlich nochmal eine leichte Glanzsteigerung und eine Farbvertiefung, vor allem aber eine Konservierung für den jetzt durchs Polieren erzeugte Glanz, und die Reinigung für den Besitzer wird in der Zukunft deutlich leichter, sodass er diesen guten Zustand auch besser und einfacher erhalten kann, als es vorher unversiegelt der Fall war. Das heißt, jetzt geht es noch ans Entfetten und Keramik versiegeln, dann kommen noch die letzten Details, Reifenpflege, und dann ist das Auto auch fertig und kann morgen vom Kunden abgeholt werden und wieder in freier Wildbahn bewegt und auch gepflegt werden. Die Kirsche ist auf der Sahne, das Auto ist jetzt fertig zur Auslieferung. Der Kunde kommt auch bald abholen und hat sich nochmal richtig gelohnt. Glanzzusatz und wie gesagt, vor allen Dingen der Vordergrund bei so einer Keramikversiegelung ist der langfristige Schutz im Sinne einer leichteren Reinigung und der Konservierung des Aufbereitungsergebnisses. Haben wir erreicht, war, sage ich mal, ein typisches Alltagsprojekt von uns, so ein normal gebrauchtes Fahrzeug. Vielleicht ein bisschen zerkratzter, als man nach der Laufleistung erwartet, aber so ein guter Zustand, um wirklich wieder eine Aufbereitung drauf zu packen und das Auto in einen nahezu neuwertigen, teilweise sogar besseren Zustand zu versetzen. Schreib gerne mal in die Kommentare, was dir besonders aufgefallen ist, was dir gefallen hat, und auch gerne Feedback und Anregungen für weitere Videos und Themen. Ansonsten abonniere den Kanal, gib uns gerne einen Daumen hoch und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hau rein.